Okay, Game 3 kriegen wir nur zu sehen von diesem Match. Fair enough. Wie steht's denn? Und vor allem, ja, super Goof. Ja, ich kann jetzt leider nicht so gut rüberschalten. Ja doch, lass mal Jonathan Balls Deck schnell angucken. 62. Platz. There was an entire team that brought this, or group of players that brought this, and their whole entire gamble was to try to match into as many Ruby Sapphires as possible. And Ruby Amethyst is also what they consider to be a good decent matchup, but really trying to prey onto our most played deck of the tournament, which is Ruby Sapphire. So Jonathan here, making it all the way to top 32, and in a pretty good position to go forward from there. Oh, der Prince Eric, oldschool. 4 Amethyst Chromicon und dann okay. Mit Library und Pirates Life. Similar to that Amber Steel deck that we just saw a bit ago. Yo, Agro-Kurve. A Ruby Amethyst list, I probably wouldn't list most of these cards. Yeah, so anybody that's played the Ruby Amethyst mirrors knows how powerful the instant lore gain can be. Da ist auch schon der eine Frenemy. Bouncing that goat back and forth. Jonathan has a lot more access to other instant lore gain in the form of Alberto Garcia auf dem 30. These card names, I had them pulled up earlier, but A Pirate's Life is one of them. Has the Amethyst Chromicon, which is going to draw more cards, and of course a card we've seen in some Amber Amethyst decks, the form of Gathering Knowledge and Wisdom, the 2-cost unequal gain 2 lore. Yeah, we always talk in those Ruby Sapphire matchups that, they're able to take you late with that Lucky Dime and Tamatoa. Mit einer more basic aussehenden Liste. With all these cards that gain 2 or maybe make your opponent lose 2 in the case of Pirate's Life, you're able to just equalize 4 Broom, 4 Follower, 0 Library. Great deck building. Ja. Biased Commentary. Ich bin für Mr. Ball. Klingt ein bisschen wie so ein MI5 Geheimagent, aber okay. John Ball, really? So ein Fake Name. The suite of them from Shimmering Skies, able to freely draw both you and your opponent a card each turn. Also die haben heute echt rausgesucht, was die spiciesten Decks sind und präsentieren uns die on Stream und ich weiß es echt zu schätzen. Auch dieses vorhin schon Steel Song Mirror, jetzt Ruby Amethyst Mirror, man sollte so denken, die langweiligsten Matchups, die es gibt. On Paper, bis man genau die Decklisten anguckt. Und dann sieht man so, wow, dieses Jonathan Ball Deck, was ein Lore-Gain-Deck. Er ist definitiv der Aggressor an diesem Matchup. Alberto muss super sich bemühen. Es sieht aber nicht so aus, als ob es gut funktionieren wird. Es sieht aus, als wäre Jonathan schon relativ far ahead. Er spielt bestimmt jetzt gleich diesen Chromicon aus. Spielt er denn nicht auch diese traditionellere Draw-Action? Utilize tempo instead of card advantage to actually win in the mirror here. Yeah, we see the Prince Eric here. Nein, look at that. Er spielt keine Madame Mims. Spanish, you get to banish a chosen character. Und keine Rabbits. Okay, so Chromicon is activated. Krass. Players are going to draw a card. The Brawl is inked, and now we're going to see a library. Das sind die Cuts, die er gemacht hat. Aber Be Prepared ist natürlich noch drin. Ist natürlich tatsächlich mit 8 Locations auch nicht unvertretbar. Not a great card against the Merlin Rabbit, because it's going to go ahead and trade with that Rabbit, draw Alberto Garcia another card. Da kann man schon Fan sein, auf jeden Fall. Yeah, great play to sort of double spell in a sense there and play 2 characters out on a single turn. Like that's exactly what Alberto needs to do, is that he's going to be winning in card advantage almost no matter what, because the Chromicon and just the nature of Jonathan's deck, Alberto's access to way more card draw, so has to find a way to come back. Ja, klar, den Kartenvorteil wird er natürlich gewinnen, Alberto. Aber was mit dem Lore Battle? Yeah, we've seen it the whole weekend, but you need to put those characters on the board. Not drawing cards too much will eventually not win you the game. Be Prepared is the... Yeah. You heard it here. Drawing cards too much will eventually not win you the game. Was eine geile Formulierung. Irgendwann letztens hatten sie auch so, he lucked into not the best cards. Yeah. Die schlechten Karten hat er sich reingelackt. Nur nonsensical. Aber fine. Alberto going up in lore. What if we're going to see that Lady Tremaine come out? Would draw Jonathan 2 cards, I believe.
Man sollte den Ball doch nicht unterschätzen, wie Jonathan Ball am Ende doch wohl den Card Advantage Battle gewinnt mit seiner Library. Und seinen nur Dogs, die sowieso schon eine Karte ziehen. Using the Flynn Rider to challenge that Cusco. Very interesting. I'm curious to see what Alberto does with his 6 ink unused. Honestly, I think like one of the better things you could have here as Alberto, we know he doesn't have it, is like actually a Maui, because it would start your Flynn Rider to start triggering, and Maui is exactly what you need to sort of dominate the board and stop these locations from running away with the game. Very heads-up play here to have Flynn Rider clear that Cusco before the Sisu challenges, giving Jonathan 2 extra cards to bump that Sisu strength up. Stimmt, what a skill. We're going to be going into the Be Prepared turn. Die Gegner scheint extra voll zu machen, das kann's. I can only imagine this is going to be a Be Prepared out of Jonathan. Das kann's für kurz mit dem Sisu tatsächlich, aber... I mean, this definitely puts your opponent on needing to have it, because if they don't play the Be Prepared or a character with more strength than that Sisu, that would represent a huge lore swing for Alberto. So Emerson Chromacon's going to draw for us. Going to ink the Brawl. And here we go. There's the Be Prepared. Yep. Knew it was coming there. And I still think Alberto would like to find something like a Maui here. Madame Medusa, not the best. Lucking into not the Jonathan best of cards. Already at 9 lore, usually not too scary in the Ruby Amethyst Mirror, but because he's playing this more 9 Lore sind allerdings auch echt nicht so viele, ne, liebe Leute. Alright, deploys a castle of his own. You know, Jonathan's not going to have a lot of great ways to deal with this. Probably one of the more powerful things you can do. Tut gerade so, als wäre man da locker schon ausgeburnt. You can sort of equalize or get ahead on tempo. You deploy your own location. There's no Dieser Chromicon ist allerdings echt lustig, auch in dem Sinne, dass man dass es einfach im Mirror so wurscht ist. Der Gegner zieht eigentlich eh genug. Ist ein bisschen so wie AWNW. In dem Sinne. Es wirft deine Hand nicht ab. Aber das ist ja eigentlich nicht das Schlimme am AWNW. Man denkt immer so, oh, ich habe fett 5 Karten abgeworfen. Devastating. Egal, du hast ja danach immer noch 7 Handkarten. Das Problem ist in Wahrheit, dass du nur 2 gegaint hast und der Gegner mehr gegaint hat als du. Das ist zufällig genau die Nummer, die man halt abwirft im Vergleich zu dem, was der Gegner abwirft. Aber das Problem am AWNW ist nicht, dass man damit viele Karten abwirft. Das Problem ist, dass der Gegner damit wenige Karten abwirft. Und deswegen beim Amethyst Chromicon eigentlich, es ist nicht, ne, wenn ich 0 Handkarten habe und du hast 5, oder stattdessen ich habe 5 und du hast 10, jetzt sieht man so, das ist viel weniger devastating, weil ich kann genug Plays machen. Ich habe danach halt nicht mehr so viel auf der Hand wie du, aber ist ja nicht schlimm, solange wir nicht alles ausspielen können. Deswegen Amethyst Chromicon echt interessant. In diesem Matchup. Also diese Liste von Jonathan Ball, er macht echt ordentlich Lore. Er ist jetzt schon auf virtuell 12, 14 mit dem Gathering Knowledge and Wisdom. Ne? Er hat genug Handkarten, um nächste Runde noch alles auszugeben an Tinte, so, probably. Ja, definitiv. Und Alberto hat viel zu viele Handkarten. Finders Keepers macht gar nichts. Ja, genau so sieht's aus. Rein damit in die Tinte. Was kann er denn jetzt noch machen, Alberto? Er sollte auf jeden Fall clearen. Er ist ja noch längst nicht defeated. Aber er muss halt super schwitzen, dass er bald verliert. Diese Locations, mit denen raced er jetzt zurück. Ja, okay, fair. Allerdings, wie geile Combo auch Sisu und Amethyst Chromicon. Jetzt gleich forst er erstmal noch mehr Hand. Der Gegner kann choosen, nicht zu ziehen. Aber wirst du das wirklich machen? Es kommt drauf an, wie viele Handkarten du hast. Wenn Alberto, und Alberto hat aber eh 6 Handkarten, deswegen ist das nicht so spannend. Da kann sowieso Sisu jetzt einfach einen Castle wegbrezeln. Sisu kann natürlich auch 2 Lore machen, ist noch viel geiler, ne? 14, 15, 17 schon mit dem Gathering Knowledge and Wisdom. Virtuelle 18. Aber das ist die Frage, ob du das nicht doch clearen willst. Weil der Sisu hat so viel Power, jetzt einfach nur für Sisu erschöpfen, das Castle wegzunehmen. Ich würde es mir ja nicht entgehen lassen, die Gelegenheit. Maybe singable with the Medusa. Mine though, as we see a goat on here, the goat's not as threatening as it would be in a normal Ruby Amethyst list. There's no access to any bounce cards in Jonathan's list. Maybe going for the classic banish the goat with Be Prepared. We see the Gathering Knowledge and Wisdom come down, questing with the goat.
having those 2 locations in play. Lots of difficulty here. Ja, genau. Ein nices Play, die Cass auch einfach stehen zu lassen. Yeah, I feel like Alberto's in a tough spot. It looks like Jonathan's game here. We can see that recognized, gaining the 2 Wir lore. sehen noch mehr coole Decks advancen. Up to 10. Wir sind wirklich blessed. Even a be prepared on this board is not great because you're insulated against the GOAT. The library's going to draw cards, and you have the library gaining passive lore after that. We're sitting at 17, and we know that Jonathan most likely is going to be able to find some sort of instant lore gain on his turn. Yeah, drawing off the libraries and drawing off that Amethyst Chronicon and drawing for turn. You're really hoping that you'll see one of those cards that say gain 2 lore. And Alberto doesn't even have the. Wie ist es schon gain? Yeah. Super Groove gaint ja auch noch. Game. Das habe ich mir gedacht. Auch dieses Deck habe ich natürlich noch nie gesehen, aber wenn ich mir das Matchup so angeguckt habe, war sofort relativ klar, dass diese aggressivere Ember Amethyst-Variante im Vorteil sein würde. Normalerweise, wenn man ein Mirror-Match spielt und man ist so slightly aggressiver, dann geht das schlecht für einen aus, weil der Gegner einen auf Dauer dominiert mit den Charakteren. Aber so war es nicht, weil er ja nicht wirklich die Low Curve hatte. Er hatte nur so mehr Karten, die das Spiel beenden. Und Amethyst Chronicon, die den Carddraw des Gegners counterfeiten, die er selber nicht gehabt hat. Also eine Ruby-Amethyst-Liste ohne Madame Mim, ohne Merlin Rabbit. Habe ich echt schon ewig nicht mehr gesehen. Spektakulär.